Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Crimes and Punishment Sherlock Holmes. Ich bin mal gespannt. Komplett blind, kein Plan von dem Spiel. Wir denken an die himmlischen 100 der Ukraine. Okay. Man kennt natürlich die Namen, einige zumindest. Sherlock Holmes und Watson sind auf jeden Fall bekannt. Das ist klar. Der schwarze Peter. Okay. Ich habe das schon mal ganz kurz angespielt auf der PS3, war es auch mal PS Plus. Aber es müsste das gleiche Spiel sein. Ah, okay. Holmes. Holmes, will you stop that? You are utterly mad. Stop, Holmes! Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? You... Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate. Ah, Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The Medi men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. Okay.
Öffnen Sie mit der X-Taste Ihr Notizbuch und halten Sie einen Überblick über den Stand der Ermittlungen, Aufgaben, Beweise und so weiter. Okay. Profil des Opfers. Womit geht's? Aufgaben. Okay. Eine Map. Beweise. Wie kann ich durchschalten? Ah, okay, rechts. Ja, steht unten dran. Blablabla geworden. Ja, haben wir ja gerade gehört. Dokumente habe ich auch noch nichts. Dialoge. Aber ist ja krass. Da kann man alles nochmal durchlesen. Wahnsinn. Jetzt außergewöhnlich. Souvenirs, Echos und Charakterporträts haben wir hier noch. Okay. Okay, jetzt Aufgaben. Untersuchen Sie den Mord an Peter Carey, sehen Sie sich den Tatort in Woodsman Lee an und suchen Sie einen Anzug aus dem Kleiderschrank aus und treffen Sie dann Lestrade in Woodsman Lee. Okay, genau so, okay. Okay. Suchen, was geht hier? This is where I keep my post. Okay. Kannst du schnell wegfliegen? Oh, what a mess! What a terrible mess! Ich brauche erstmal noch einen Anzug, ne? Da steht der Schrank. Okay, hier ist mein Schlafzimmer, Schreibmaschine. Kleiderschrank. Ist doch hier wohl Kleiderschrank oder nicht? Komisch. Tür zu Watsons Zimmer. Ach, das ist Watsons Zimmer, okay. Hä? Tür. Da kann noch was, oder? A map of London and the surrounding area. It could be useful. Ja, die haben wir auch im Endeffekt dabei. You go along to Peter Carey's house. Mrs. Hudson and I will take care of the mess you've made here. Okay. Was mache ich die Triggerkammer? My Antenne. archive. I can always consult with it if needed. Was steht da dran? Das ist Holmes Zimmer. Okay, jetzt sind wir ja richtig. Was gibt's hier noch? Jetzt liegt hier noch was rum. Schminktisch. Ja, ist noch momentan ist auch alles gesperrt. Brillen. Ja, ist überall ein Schloss dran, ne? Das war wahrscheinlich freischalten, ne? Ja, bla bla. Verstehen wir mal, aber. Ja. Aber nichts. Kleiderschrank so angezogen, ne? Anzug. Dunkler Anzug. Brauner Anzug. Hey, hey. Das ist erstmal. Okay, da ist schon wieder gesperrt. Das sieht nicht schlecht aus eigentlich, finde ich ganz schick. Grauer Anzug finde ich auch sehr schick. Grüner Anzug, noir. Hat auch irgendwie was. Echt zum Quatsch, aber ist echt sehr schön schade. Ich nehme mal den Brownie Anzug. Okay. So, oh.
Baker Street, Woodman Lee. Das ist Baker Street, das sind wir doch, oder mit Sicherheit. Gerade. Hoffen wir es mal. Nichts Neues drin, ne? Der Anzug müsste jetzt abgehakt sein eigentlich. Ne? Okay. Das heißt ja bloß, dass man schön in der Ladezeit kann man dann immer nochmal seine Beweise durchschauen und so. Finde ich ganz gut. Mr. Holmes, I'm over here. Come on. It seems that the garden was well maintained. Gucken wir mal, auf RB konzentrieren sich darauf, Details aufzuspüren, die andere Personen entgehen könnten. Boden am Steinweg. Okay. Schuhabdrücke, gut, das sucht er aber auch gerade, ne? These footprints appear to be quite large. Okay. Ich gehe jetzt aber erstmal. Mr. Holmes? Mahlzeit. Erstmal hoch. Zum Inspektor. Mr. Holmes? Okay, ja. Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. But I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually, whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock. I noticed the cabin door was open, but I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... oh dear. Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh, no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. We lived quite an isolated life here, after his retirement. The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true, there is a lot of work, but my husband took care of it himself. Okay. Hä? Ich bin gerade ein bisschen... Ah, okay, muss ein paar so...
Stelle rausfinde, ne? Das Buch auch. Was noch? Was? Nistkasten. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes. Life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh, my goodness, but how do you know about that? Okay, wählen Sie Beweis aus, der der Aussage Ihres Gesprächspartners widerspricht, um die Ermittlungen fortzusetzen. What? Wie können Sie über Blends Bescheid wissen? Fehlte Karten, unbekannte Abdrücke. Hä? Das war falsch, oder was? You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes. Life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh, my goodness, but how do you know about that? Ich muss jetzt irgendwie... You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Thank you, madam. Tut mir leid, dass ich nicht so clever bin wie Sherlock Holmes. Nö. Das ist schon mal die Indizien. Pilgerfahrt. Judas Carey irgendwie mit Peter. Okay. Ich laufe jetzt schon mit dieser Ansicht ein bisschen durch die Gegend, aber schon mal sehe ich noch nichts. It seems that the garden was well maintained. Ja, das hat man schon, ne? Okay, haben wir schon die Fußspuren untersucht. Peter Carey's body is inside the cabin. We took care not to touch anything. Dann gehen wir rein, oder? The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. These scratches are fresh. You're right. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Now, a mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. War scheinbar kein Profi am Werk. Naja, wer genau das war und wie es weitergeht, das sehen wir dann hoffentlich in der nächsten Folge, oder? Danke fürs Zusehen. Ja, ich hoffe auf eure Unterstützung. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Kommentare sind immer gern gesehen. Ja,
demnächst noch Agatha Christie and the ABC Murder. Das habe ich auch geschenkt bekommen zu meinem Geburtstag. Ja. Ich hoffe, man sieht sich. Ich hoffe, ihr seht zu. Ja, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Adieu.